Vergisst du manchmal Wörter, wenn du Deutsch sprichst? Keine Sorge, du bist nicht allein. Viele Menschen haben dieses Problem. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Heute werde ich dir helfen. Ich gebe dir 10 einfache Tipps, wie du dir Wörter besser merken kannst, wenn du Deutsch sprichst. Diese Tipps machen das Sprechen einfacher und lustiger. Lass uns direkt anfangen. Tipp 1. Denke auf Deutsch. Viele Menschen übersetzen in ihrem Kopf. Sie denken zuerst in ihrer Sprache und dann auf Deutsch. Das dauert lange. Dein Gehirn braucht viel Zeit. Du findest die Wörter nicht schnell. Wenn du direkt auf Deutsch denkst, geht es leichter. Die Wörter kommen schneller. Wie kannst du das üben? Fang klein an. Schau die Sonne an und denke, die Sonne ist hell. Iss ein Brot und denke, das Brot schmeckt gut. Gehe ins Bett und denke, ich bin müde. Sage einfache Sätze in deinem Kopf. Mache das jeden Tag. Dein Gehirn lernt schneller. Du kannst auch mit dir selbst sprechen. Zum Beispiel beim Kochen. Sage, ich schneide die Tomaten. Ich koche die Nudeln. Dein Gehirn verbindet Wörter mit dem, was du machst. So bleiben sie besser im Kopf. Am Anfang ist es schwer. Die Sätze sind vielleicht langsam. Aber das ist normal. Jeden Tag wird es besser. Irgendwann merkst du, du denkst automatisch auf Deutsch. Du musst nicht mehr übersetzen. Das macht dich schneller und sicherer. Tipp 2. Verwende einfache Wörter. Wenn du ein schweres Wort vergisst, mach dir keine Sorgen. Hör nicht auf zu sprechen. Sag den Satz einfach mit einem leichten Wort. Zum Beispiel, du willst sagen, das Essen ist köstlich, aber du kennst das Wort nicht. Dann sag, das Essen ist sehr lecker. Oder du willst sagen, das Haus ist riesig, aber du vergisst das Wort. Dann sag, das Haus ist sehr groß. So kannst du trotzdem weitersprechen. Es ist wichtig, dass du nicht stoppst. Menschen verstehen dich auch mit einfachen Wörtern. So hast du mehr Sicherheit. Du wirst mutiger. Wenn du oft sprichst, lernst du auch die schweren Wörter später. Aber am Anfang sind leichte Wörter genug. Rede einfach. Rede klar. So machst du weniger Fehler und hast mehr Spaß. Tipp 3. Sprich jeden Tag. Wenn du viele Wörter lernen willst, musst du sie benutzen. Wörter bleiben nicht lange im Kopf, wenn du nur liest oder hörst. Dein Gehirn braucht Übung. Übung heißt sprechen. Sprechen ist der beste Weg, Wörter zu behalten. Darum ist es wichtig, dass du jeden Tag Deutsch sprichst. Es ist egal, ob du viel oder wenig Zeit hast. Schon wenige Minuten am Tag helfen dir. Stell dir vor, Deutsch ist wie Sport. Wenn du Sport machst, wirst du stärker. Wenn du sprichst, wird dein Deutsch stärker. Sprich mit einem Freund. Vielleicht kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt. Ihr könnt zusammen üben. Ihr könnt einfache Gespräche machen. Zum Beispiel über euren Tag,
über das Wetter oder über Essen. Ihr könnt euch auch Fragen stellen. Eine Person fragt, die andere antwortet. So lernst du neue Wörter und übst, sie schnell zu benutzen. Wenn du keinen Partner hast, sprich allein. Rede mit dir selbst. Erzähle dir, was du machst. Zum Beispiel: Ich gehe in die Küche. Ich mache Kaffee. Ich trinke Kaffee. So trainierst du dein Gehirn, Wörter automatisch zu benutzen. Du kannst auch in den Spiegel schauen. Stell dir vor, du sprichst mit einer anderen Person. Sprich 2 Minuten lang. Am Anfang ist es vielleicht schwer, aber nach und nach wird es leichter. Eine gute Übung ist auch, deine Stimme aufzunehmen. Nimm dein Handy und sprich über ein Thema. Danach hör dir deine Aufnahme an. Vielleicht merkst du Fehler. Vielleicht merkst du, dass du langsam sprichst. Das ist gut, denn so kannst du sehen, was du besser machen kannst. Wähle einfache Themen. Zum Beispiel: Was habe ich heute gemacht? Oder was esse ich gern? Oder was möchte ich morgen machen? Rede langsam und deutlich. Wiederhole die Wörter oft. Dein Gehirn merkt sie sich besser, wenn du sie sprichst und hörst. Wenn du jeden Tag sprichst, wirst du merken, es wird leichter. Dein Wortschatz wächst. Du wirst sicherer. Nach einigen Wochen kannst du längere Sätze machen. Nach einigen Monaten sprichst du flüssiger. Jeden Tag sprechen ist der Schlüssel. Tipp 4: Lerne Wörter in Sätzen. Viele Menschen lernen nur einzelne Wörter. Aber das ist oft nicht genug. Wenn du nur ein Wort kennst, weißt du manchmal nicht, wie du es im Gespräch benutzen kannst. Darum ist es besser, ganze Sätze zu lernen. So siehst du, wie das Wort funktioniert, und du kannst es sofort richtig anwenden. Stell dir vor, du lernst das Wort schön. Wenn du nur das einzelne Wort übst, musst du erst nachdenken. Wie baue ich einen Satz? Wo passt das Wort? Das dauert lange, aber wenn du gleich einen Satz lernst, geht es schneller. Zum Beispiel: Der Himmel ist heute schön. Diesen Satz kannst du sofort benutzen, wenn du über das Wetter sprichst. Dein Gehirn merkt sich nicht nur das Wort, sondern auch die Struktur vom Satz. So lernst du Grammatik und Vokabeln gleichzeitig. Du kannst diese Methode mit vielen Wörtern machen. Nimm ein neues Wort und bilde sofort einen Satz. Zum Beispiel das Wort müde. Lerne nicht nur müde, sondern sage: Ich bin heute müde. Oder das Wort schnell. Lerne nicht nur schnell, sondern sage: Das Auto fährt schnell.
Wenn du viele Sätze lernst, kannst du im Gespräch schneller reagieren. Du musst nicht lange überlegen, denn dein Kopf hat die Sätze schon gespeichert. Eine gute Übung ist auch, kleine Dialoge zu schreiben. Zum Beispiel A. Wie geht es dir? B. Mir geht es gut, das Wetter ist schön. Solche kleinen Gespräche helfen dir, Wörter im richtigen Zusammenhang zu benutzen. Mache diese Übung jeden Tag. Schreibe oder sage 3 neue Sätze mit neuen Wörtern. Nach einiger Zeit merkst du, dass du nicht nur Wörter kennst, sondern ganze Sätze. So wird dein Sprechen viel einfacher und natürlicher. Tipp 5. Verwende Lernkarten. Lernkarten sind eine sehr gute Hilfe, um neue Wörter zu lernen und im Kopf zu behalten. Sie sind einfach und praktisch. Du brauchst nur kleine Karten aus Papier oder eine App auf deinem Handy. Auf die eine Seite der Karte schreibst du das deutsche Wort. Auf die andere Seite schreibst du die Bedeutung in deiner Sprache oder malst ein kleines Bild. Mit Bildern ist es oft noch leichter, weil dein Gehirn Bilder besser merkt als Wörter. Wenn du jeden Tag nur 5 Minuten mit Lernkarten übst, wirst du schnell einen großen Unterschied sehen. Dein Kopf wiederholt die Wörter immer wieder, und so bleiben sie lange im Gedächtnis. Du kannst die Karten überall benutzen, zum Beispiel im Bus, in der Schule, in der Pause oder vor dem Schlafengehen. Nimm ein paar Karten mit und schaue sie dir an, wenn du Zeit hast. So wird Lernen zu einer kleinen Gewohnheit. Ein guter Tipp ist, die Karten zu mischen. So kannst du sehen, ob du die Wörter wirklich kennst oder nur auswendig aufsagen kannst. Wenn du ein Wort sofort weißt, lege die Karte zur Seite. Wenn du ein Wort nicht weißt, übe es öfter. Manche Apps auf dem Handy machen das automatisch. Sie zeigen dir schwierige Wörter öfter und leichte Wörter seltener. So lernst du schneller. Du kannst auch mit einem Freund üben. Eine Person zeigt die Karte, die andere sagt das Wort oder die Bedeutung. Das macht Spaß und du lernst zusammen. Lernkarten sind ein kleiner Trick mit großer Wirkung. Wenn du sie jeden Tag benutzt, wirst du merken, dass du neue Wörter viel schneller lernst und sie auch beim Sprechen nicht mehr so leicht vergisst. Tipp 6. Schaue und höre auf Deutsch. Dein Gehirn lernt schneller, wenn du jeden Tag Deutsch hörst. Sprache ist wie Musik. Sie kommt in dein Ohr und dein Kopf merkt sich die Klänge und Wörter. Wenn du oft Deutsch hörst, wirst du die Wörter immer wieder erkennen. Und so bleiben sie besser im Gedächtnis. Eine gute Übung ist es, Videos auf Deutsch zu schauen. Nimm einfache Videos oder Filme mit Untertiteln. So kannst du hören und gleichzeitig lesen.
Dein Gehirn verbindet Bild, Ton und Schrift. Das macht das Lernen leichter. Du kannst auch deutsche Podcasts hören. Suche Themen, die dir gefallen, zum Beispiel Reisen, Sport oder Geschichten. Am Anfang verstehst du vielleicht nicht alles, aber das ist normal. Dein Ohr gewöhnt sich mit der Zeit an die Sprache. Auch deutsche Musik ist eine schöne Möglichkeit. Höre ein Lied mehrmals. Singe vielleicht mit. So lernst du Wörter spielerisch. Wichtig ist, dass du regelmäßig hörst. Am besten jeden Tag. Es reichen schon 10 Minuten. Höre beim Kochen, beim Spazierengehen oder im Bus. Wenn du dieselben Wörter und Sätze oft hörst, speichert dein Gehirn sie automatisch. Du musst nicht alles übersetzen. Mit der Zeit verstehst du die Bedeutung von selbst. So wirst du nicht nur besser im Verstehen, sondern auch im Sprechen. Denn dein Mund sagt später leichter, was dein Ohr oft gehört hat. Schaue und höre deshalb so viel Deutsch wie möglich. Es macht Spaß und bringt dich schnell weiter. Tipp 7. Wiederhole und benutze neue Wörter. Wenn du ein neues Wort lernst, reicht es nicht, es nur einmal zu lesen. Dein Gehirn vergisst schnell, wenn du ein Wort nur siehst und dann nicht mehr benutzt. Deshalb musst du das Wort oft wiederholen. Sage es laut, am besten 5-mal hintereinander. So trainierst du nicht nur dein Gedächtnis, sondern auch deine Aussprache. Dein Mund gewöhnt sich an das neue Wort und es kommt dir später leichter über die Lippen. Wiederhole das Wort nicht nur allein, sondern auch in Sätzen. So merkst du, wie man es wirklich benutzt. Zum Beispiel mit dem Wort aufregend. Sage, dieser Film ist aufregend. Sage auch, mein Tag war aufregend. Und Deutsch lernen ist aufregend. Du siehst, dass du mit einem Wort viele Sätze machen kannst. Dein Gehirn merkt sich die Wörter besser, wenn sie in verschiedenen Situationen vorkommen. Du kannst diese Übung mit jedem neuen Wort machen. Nimm ein Wort, sprich es laut, bilde 3 oder 4 Sätze und wiederhole sie. Wenn du das regelmäßig machst, bleiben die Wörter lange im Kopf. Eine gute Idee ist auch, die neuen Wörter im Alltag sofort zu benutzen. Schreibe kleine Texte oder kurze Nachrichten mit den neuen Wörtern. Oder erzähle jemandem eine Geschichte und baue das neue Wort ein. Je öfter du ein Wort aktiv benutzt, desto schneller gehört es zu deinem Wortschatz. So wirst du sicherer, flüssiger und dein Deutsch wird jeden Tag besser. Tipp 8. Bleib ruhig.
Wenn du ein Wort vergisst, ist das nicht schlimm. Es passiert allen Menschen, auch Muttersprachlern. Wichtig ist, dass du nicht in Panik gerätst. Atme tief durch und sprich langsam weiter. Du kannst das Wort anders erklären. Zum Beispiel, wenn du das Wort Regenschirm nicht weißt, kannst du sagen, es ist etwas, das wir benutzen, wenn es regnet. Die anderen werden dich verstehen. Du kannst auch deine Hände oder Gesten benutzen. Oft hilft das sehr. Denke daran, Deutsch sprechen bedeutet nicht perfekt zu sein. Niemand spricht immer perfekt. Es geht darum, dass dich andere verstehen. Wenn du ruhig bleibst, hast du mehr Selbstvertrauen. Du lernst flexibel zu sein und findest andere Wege, etwas zu sagen. Mit der Zeit wird es leichter und du wirst merken, dass du immer weniger Wörter vergisst. Sprich weiter, auch wenn es nicht perfekt ist. Das ist der beste Weg, um besser zu werden. Tipp 9. Schreibe mehr. Schreiben ist eine sehr gute Übung, um Wörter zu lernen und zu behalten. Wenn du Wörter aufschreibst, merkt sich dein Gehirn sie besser, weil du sie siehst und gleichzeitig benutzt. Darum ist es hilfreich, ein kleines Notizbuch zu haben. Schreibe jeden Tag etwas auf. Es reicht schon ein Satz. Du kannst über deinen Tag schreiben, zum Beispiel, heute war ich in der Schule. Du kannst auch über deine Gefühle schreiben, zum Beispiel, ich bin müde oder ich bin glücklich. Oder du schreibst über deine Pläne. Morgen gehe ich einkaufen. Es ist egal, was du schreibst, wichtig ist nur, dass du es regelmäßig machst. Wenn du mehr kannst, schreibe auch längere Sätze oder kleine Texte. So lernst du, Wörter richtig zu verbinden. Du wirst merken, dass es dir beim Sprechen hilft. Dein Gehirn erinnert sich an die Sätze, die du schon geschrieben hast, und die Wörter kommen schneller. Schreibe langsam und achte auf die Wörter. Wenn du ein neues Wort lernst, benutze es gleich in einem Satz. So merkst du es dir besser. Mach das jeden Tag, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Mit der Zeit wirst du viele Sätze gesammelt haben. Du kannst sie später wieder lesen und sehen, wie viel du schon gelernt hast. Schreiben macht dich sicherer und gibt dir mehr Übung für das Sprechen. Tipp 10. Verbinde Wörter mit Bildern. Dein Gehirn merkt sich Bilder viel besser als nur Wörter. Darum ist es eine gute Idee, neue Wörter mit Bildern zu üben. Schau dir einen Gegenstand an und sage seinen Namen auf Deutsch. Wenn du einen Apfel siehst, sag Apfel. Wenn du einen Stuhl siehst, sag Stuhl. So merkst du dir die Wörter schneller,
weil dein Kopf das Bild und das Wort zusammen speichert. Du kannst diese Übung überall machen, zu Hause, in der Schule, auf der Straße oder im Supermarkt. Überall siehst du Dinge, die du auf Deutsch benennen kannst. Schau dich um und sage die Wörter leise oder laut. Wenn du ein neues Wort lernst, suche gleich ein Bild dazu. Du kannst es malen, du kannst es im Internet suchen oder in einer Zeitung ausschneiden. Schreibe das Wort unter das Bild und schau es dir oft an. So bleibt es im Kopf. Manche Menschen machen sogar Karten mit Bildern und Wörtern. Das ist eine gute Hilfe, wenn du viele neue Wörter lernen willst. Je öfter du ein Wort mit einem Bild verbindest, desto schneller kannst du es beim Sprechen benutzen. Dein Gehirn vergisst nicht so leicht, weil es mehr als nur Buchstaben speichert. Probiere diese Methode jeden Tag. Du wirst sehen, dass es Spaß macht und dass du Wörter viel leichter und dauerhaft lernst. Jetzt bist du dran. Welcher Tipp ist für dich der wichtigste? Hast du vielleicht sogar deinen eigenen Trick, wie du Deutsch lernst? Teile deine Erfahrung in den Kommentaren, damit auch andere davon profitieren können. So helfen wir uns alle gegenseitig und machen das Deutschlernen leichter und spannender. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like, teile das Video mit deinen Freunden und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tipps verpasst. Bis zum nächsten Mal.